Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nummer 31 unserer Serie Mathe-Kursstufe. Diesmal wieder mit linearem Gleichungssystem, aber wie ihr schon sehen könnt, diesmal drei Variablen, woran man den Gaußschen Algorithmus viel besser zeigen kann als an dem, was ich gerade eben schon gezeigt habe. Ja, es geht diesmal darum, dass ihr nicht nur eine Variable eliminieren müsst, sondern ihr müsst erstmal zwei Variablen eliminieren. Gerade eben war es ja erstmal x1, wo wir rausgeschmissen haben. Dadurch konnten wir dann x2 ausrechnen. Wenn wir jetzt aber hier nur x1 rausschmeißen, bleiben immer noch zwei Variablen übrig. Und ja, ich zeige euch jetzt mal dieses Stufenteil, was man da so macht. Also, in der ersten Gleichung behaltet ihr alle drei Variablen. In der zweiten Gleichung, ja, wo ist hier x3 hingekommen? Hm, keine Sorge, das war schon beabsichtigt von mir. Und zwar haben wir hier einfach plus 0x3. Das schreibe ich gerade mal so hin, dass man die Stufe besser zeigen kann. Also euer Ziel ist es hier, alles zu behalten, da nur noch x2 und x3 zu behalten und hier nur x3 zu behalten. Wenn ihr natürlich das Glück habt, dass ihr irgendwo mal nur eine Variable behaltet, also nehmen wir an, wir schmeißen hier jetzt x1 raus und es kommt kein x3 dazu, ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, dann könnt ihr natürlich auch gleich eine Variable ausrechnen und könnt sie dann überall einsetzen. Dadurch wird es dann nochmal viel, viel einfacher. Aber ja. Und hier unten behaltet ihr dann nach Möglichkeit nur noch x3. Es geht natürlich, wie ihr wollt. Also ihr könnt auch x3 zuerst rausschmeißen und x2 und x1 behalten. Ja. Ihr müsst halt gucken, was am einfachsten geht. Also, was am einfachsten rauszuschmeißen geht und dann halt alles weiterrechnen. Und am Schluss solltet ihr so eine Stufe haben. In der ersten drei Variablen, in der zweiten Gleichung zwei Variablen, in der letzten eine. Das ist das A und O. Dann könnt ihr alles ausrechnen. Und zwar ohne große Probleme. Ja, und ihr seht, worauf es wieder rausläuft. Wieder eine Lösungsmenge. Ja. Also für diesen Zweck kopiere ich das gerade mal hier so rein. Die Lösungsmenge kann ruhig mal aus dem Bild rutschen, da schreiben wir gerade eh noch nichts rein. So, wir haben jetzt hier oben unsere ersten drei Gleichungen. Die erste bleibt ja stehen, die muss ja stehen bleiben, habe ich euch ja gerade eben schon gesagt. In der zweiten, was könnten wir da gut rausschmeißen hier für eine Variable? Mit der dritten auch noch. Also wir müssen ja beides mal dieselbe Variable rausschmeißen. Ich würde sagen, x1 ist relativ einfach. Wenn wir hier nämlich mal minus 4 auf beiden Seiten machen, dann kommt hier minus 8 raus. Und wenn wir das dann verrechnen, minus 8 x1 plus 8 x1 löst sich auf. Oder, ja, wisst ihr, was ich meine? Fliegt dann raus. Und wenn wir hier einfach mal minus 1 machen, haben wir denselben Effekt. Weiter schauen wir noch nicht. Wir schauen uns danach erst an, was dahin bei x2 und sowas rauskommt. Weil wenn man zwei Variablen auf einmal rausschmeißen will, ist es meistens einfach nur ein Zufall. Also, ja. So, jetzt habe ich das hier kopiert. Ich muss aber hier einfach nur die Zahlen ändern. Auf bei alle, also alle Variablen und diese Zahl hier drüben, die natürliche Zahl mal minus 4 machen. Dann kommt da schon was Schönes raus. Also 2 mal minus 4 ist minus 8. 1 mal minus 4 ist logischerweise minus 4. Und 0 mal minus 4 ist immer noch 0. Ich lasse das trotzdem hier so stehen, dann behält man besser den Überblick. 2 mal minus 4 hatten wir gerade eben schon, ist minus 8. So, hier unten einfach überall das Vorzeichen ändern. Oh, ja, gut, nicht da unten. Bitte nach oben. So, und hier noch ein Minuswort dran. So, passt. So, jetzt addieren wir die erste und die zweite Gleichung zusammen und die erste und die dritte Gleichung. Dazu kopiere ich das hier nochmal. Und jetzt kann man das obere auch schon aus dem Bild rausrücken lassen. Das macht rein gar nichts. Denn wir arbeiten jetzt ja im Prinzip nur noch mit der hier. So, ähm, also hier schreiben wir mal hin, erste Gleichung plus zweite Gleichung. Und hier erste Gleichung plus dritte Gleichung. Ihr könnt die auch verschieben. Also wenn jetzt hier die zweite viel, viel besser zum Rausschmeißen wäre oder sowas, dann könnt ihr auch hier die erste plus die zweite packen, hier die zweite lassen und hier die dritte plus die zweite. Also euch ist es komplett frei überlassen. Ihr könnt dann mal schauen, was am besten ist, aber ihr kommt, also wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Ihr könnt da einfach schauen, was euch am liebsten ist.
Und wenn ihr natürlich GTR habt, benutzt die Matrix. Das werde ich euch jetzt hier aber nicht zeigen, das würde zu lange dauern. Ja. Außerdem gibt es die Aufgabe im Abi wirklich so, wie ich sie gerade hier hingeschrieben habe, mit 3 Gleichungen, 3 Variablen, öfters. Und ihr müsst von Hand ausrechnen. Von dem her, ja, deswegen passt das, denke ich mal, so am besten. Ja, gut, dann lassen wir das hier mal. Nein, das war nicht mein Ziel. So. Sollte ja schön eingerückt sein, dass man auch gut erkennen kann. So, also minus 8x1, ich habe es gerade eben schon gezeigt, plus 8x1 von der ersten Gleichung ist 0. Minus 4x2 plus 6x2 ist 2. Ups, x2. Und jetzt kommt's. Oh nein, 2x2 plus 0x2 gibt leider 2x2, weil wir addieren ja und wir machen kein Mal hier. Minus 8 plus 4 sind minus 4. Wobei, ihr müsst ziemlich aufpassen bei diesen Gleichungen. Da macht man sehr, sehr gerne Rechenfehler rein. Ich habe jetzt hier keinen Taschenrechner. Aber ja, überprüft am Schluss immer alles nochmal 5-mal. Da schleicht sich so leicht ein Rechenfehler ein. Das kann mir auch hier passieren. Ich kann es leider gerade nicht überprüfen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn es passiert. Machen wir hier unten weiter. Erste Gleichung plus dritte Gleichung. 8x1 von der ersten minus 8x1 von der dritten. Fällt weg. So, minus 7 plus 6 von der ersten ergibt minus 1. Und, also theoretisch kann man ja die 1 hier weglassen. Minus x2 ist dann halt minus 1x2. Aber ich mache es jetzt hier mal ein bisschen ausführlicher. Und die minus 6 von der dritten plus die 2 von der ersten Gleichung sind minus 4. Die beiden zusammen, also 4 plus minus 5 ist minus 1. So, jetzt habt ihr schon mal die Gleichung und die bleibt hier einfach stehen. Gut, das ist schon mal viel wert. So, jetzt kopiere ich das hier auch wieder. Okay, die bleibt stehen. Ihr wollt ja eine Gleichung mit 3 Variablen haben. Das heißt, die brauchen wir gar nicht mehr zu beachten. So, und jetzt erinnert ihr euch vielleicht ans letzte Video, warum ich euch da sowas gezeigt habe. Wie können wir jetzt hier die nächste Variable rausschmeißen? Wir machen ganz einfach weiter mit unserem Stufendiagramm. Hier 3, hier 2, hier eine. Die da hinten interessieren uns nicht. Es geht nur um die Variablen. Das heißt, wir schauen jetzt, dass wir x2 rausschmeißen können. Hier haben wir 2, hier haben wir minus 1. Wenn wir hier auf beiden Seiten mal minus 2 machen, dann haben wir hier unten, ups, 2. Hier haben wir, toll, das hab ich wieder gepackt, plus 8. Also hier minus 4 mal minus 2 ist 8. Und hier minus 1 mal minus 2 ist 2. So, weiter geht's. Ihr seht, es braucht ziemlich viel Platz, also nehmt euch diesen Platz. Es ist wirklich wert, wenn ihr danach die Aufgabe richtig habt. So, jetzt kann man hier nicht mehr unbedingt 1 plus 3 hinschreiben, sondern ja, wir nennen die jetzt einfach mal um in zweite Gleichung. Dann machen wir hier nämlich dritte Gleichung einfach draus. Sonst wird es sehr, sehr verwirrend. Ihr könnt sie auch einfach 3 Strich nennen oder so. Aber, oh Moment. Ja, ich zeige euch gerade mal das andere noch. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir hier, oder dass ich hier gerade das Vorzeichen nicht beachtet habe. Aber da kann ich euch dann auch was Gutes dabei zeigen, falls mal das Vorzeichen nicht stimmt. So, plus zweite Gleichung. Nee, halt. Nicht plus, minus zweite Gleichung. Ja, und ihr seht schon, auf was es rausläuft. Wir haben hier dritte Gleichung, also 2x2, minus zweite Gleichung, also 2 minus 2 ist 0. Fällt weg. Und jetzt hier dritte Gleichung, also 8
minus zweite Gleichung, also minus 2x3, ergibt 6x3 und 2 minus zweite Gleichung, also minus minus hier, was wieder plus macht, ist gleich 6. Ja, so. Dann kommt für x3 1 raus. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Das kann echt gut sein. Normalerweise schaue ich das alles nochmal 5-mal durch. Aber ja. Dann ist x3 1. Dann können wir das gleich hier einsetzen. Dazu kopiere ich das gerade nochmal. Hier 1 einsetzen. Fällt das gerade weg. Denn 2 mal 1 ist ja bekanntlich 2. Hier minus. Also minus 4 minus 2 ist minus 6. 6 durch 2 ist minus 3. Dankeschön. Und beides hier einsetzen. 2 mal 1 ist 2. 6 mal minus 3 ist minus 18. Ja, plus minus 18 ist nicht so toll. Minus 18, so, das macht dann hier insgesamt minus 16. 4 plus 16, weil wir wollen sie hier wegkriegen auf der Seite. 4 plus 16 macht 20. Und 20 durch 8 weiß ich leider nicht im Kopf. Ah, ja. Okay, hätte man drauf kommen können. Ich zumindest. Hätte das eigentlich wissen sollen. Ist 2,5. Ja, sehr schön. Und wir haben unsere Lösung. Also ich gehe gleich nochmal ganz kurz durch. Schreiben wir erstmal hier rein. Achtung, wenn ihr die Lösungsmenge vergesst, es kommt wirklich auf den Lehrer drauf an. Im Abi schreibt sie auf jeden Fall hin. Bei uns gab es einen Lehrerwechsel. Meine erste Mathelehrerin in der Kursstufe hat sie akzeptiert, wenn man es einfach nur als x1, x2, x3 hingeschrieben hat, mit gleich. Der andere Lehrer hat es uns vorher nicht gesagt und hat mir dann einen Punktabzug gegeben. Also vergesst es nicht. Tut mir den Gefallen. Es ist es wirklich wert, es ist nicht viel Aufwand. Ihr seht, im Prinzip müsst ihr das hier hinschreiben. Und deswegen hier haben wir hier ein Komma und hier ein Semikolon. Weil sonst 2 x1, also x1 gleich 2, x2 gleich 5. Oh nein, wir haben 4 Zahlen. Deswegen nimmt lieber ein Komma und also hier ein Komma und da ein Semikolon, das ist eindeutiger. Ich glaube, dafür kann es keinen Punktabzug geben. Für eindeutiges Schreiben. Oder für unmissverständliches Schreiben. Also ihr seht hier unsere Gott-Riesenrechnung. Hier erstmal die Gleichung 2 und 3 so gemacht, dass man sie addieren kann mit der ersten Gleichung und x1 rausfällt. Also hier hebt sich das auf und das hebt sich auf. Genau das haben wir dann hier auch gemacht. Wir haben hier x1 rausgeschmissen. Ihr seht, hier haben wir nur noch x2 und x3 in den beiden Variablen. Der erste bleibt stehen. Dann haben wir die untere Gleichung so manipuliert, dass wir die beiden subtrahieren können und dann nur noch x3 drin haben. Dann haben wir hier nach x3 aufgelöst, also nicht 6x3 gelassen, sondern gleich nach x3 aufgelöst. Und hier haben wir dann einfach eingesetzt, überall. Und haben dann unser Ergebnis raus, was wir dann hier in die schöne Lösungsmenge reingeschrieben haben, mit dem L, mit dem Doppelbalken nicht vergessen. Habe ich im letzten Video gesagt, ich finde leider das L mit dem Doppelbalken nicht. Ja, gut. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie immer in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.